Hallo meine Lieben. Ein sogenanntes Geheimnis für meine langen und gesunden Haare sind meine selbstgerührten Kuren. Eigentlich kein Geheimnis, denn einige von den Rezepten habe ich schon mit euch geteilt. Die sind überhaupt nichts Besonderes, aber sie machen meine Haarpflege einfach und vor allem auch günstig. Außerdem kann ich es so immer ganz leicht variieren und auf die Bedürfnisse meiner Haare anpassen. Über die Idee, ein Kopfhautpeeling zu machen, bin ich vor einer ganzen Weile im Langhaar-Netzwerk gestolpert. Heute zeige ich euch meine liebste Mischung hierfür, die ich gerne anwende, wenn sich meine Kopfhaut und meine Haare irgendwie belegt anfühlen. Was ihr dafür braucht? Eigentlich nur Öl und Zucker. Ich gebe aber noch ein bisschen mehr hinzu, um das Ganze noch pflegender zu machen. Was ihr dafür braucht? Auf jeden Fall eine Schüssel, wo alles reinkommt, und einen Löffel, um alles zu verrühren. Erste und wichtigste Zutat ist ein Öl. Ich mag dafür besonders die Haaröle von Kadi, das vitalisierende Haaröl, was ihr hier seht, und fast noch lieber das Amla-Haaröl von Kadi. Das aber bitte vor der Benutzung schütteln. Zusätzlich nehme ich gerne eine flüssige Komponente, in dem Fall Aloe Vera Gel, weil meine Haare das einfach mögen. Eher geliges Aloe Vera Gel, so wie ich es euch hier zeige, was man zum Beispiel beim DM bekommt, eignet sich natürlich genauso gut. Eine Zutat, die ihr auch überspringen könnt, ist Honig. Ich habe den sehr gerne in meinen Körperpeelings und auch in meinen anderen Haarkuren, darum kommt er hier zum Einsatz. Last but not least, irgendwas, das einen Peeling-Effekt auslöst. Bei mir kommt da eigentlich immer Zucker zum Einsatz. Ich bereite das Peeling immer frisch zu, wenn ich es verwende, also nur in kleinen Mengen, um nichts aufheben zu müssen. Nehmt also bitte einen Teelöffel zum Abmessen der Zutaten, keinen Esslöffel. Das reicht locker für eure Kopfhaut. Mische ich mir eine Kur, brauche ich eher viel Menge, bedingt durch meine langen Haare. Dem Peeling für die Kopfhaut ist meine Haarlänge allerdings egal. Also nehmen wir einen Teelöffel Honig, 1 oder 2 Teelöffel Öl, je nachdem wie gut eure Haare das vertragen, und einen Teelöffel Aloe Vera Gel. Das Verhältnis der Zutaten könnt ihr beliebig variieren oder neu anpassen, andere Zutaten hinzunehmen oder irgendwas weglassen. Und ihr könnt auf jeden Fall auch ein anderes Öl verwenden, je nachdem, was ihr eben zu Hause habt. Und zum Abschluss gebt ihr so lange Zucker hinzu, bis das Ganze so eine cremige Konsistenz hat, so dass ihr es später gut auftragen könnt, ohne dass es euch aus den Fingern tropft. Nimmt man den Esslöffel, muss man noch relativ viel Zucker hinzufügen und kann vielleicht auch beim nächsten Mal noch ein Peeling machen. Ich verwende das Peeling aber nicht bei jeder Wäsche, denn ich wasche nicht jedes Mal die kompletten Haare, ich mache meistens zwischendrin einen Scalp Wash und damit ich das Peeling wirklich richtig gut wieder auswaschen kann hinterher, mache ich das immer vor einer kompletten Wäsche. Ich wende das Peeling ganz gern kopfüber, also über die Wanne gebeugt an, so komme ich am Hinterkopf ein bisschen besser ran, aber man kann es auch ganz einfach beim Haarewaschen unter der Dusche machen. Bevor ich loslege und das Peeling auftrage, kämme ich meine Haare vorsichtig und gründlich durch und mache sie komplett nass. Ich denke, man könnte das Peeling auch auf trockenem Haar anwenden. Ich persönlich kann es so ein bisschen besser verteilen und mache es dann immer so. Ich drücke vorsichtig das überschüssige Wasser aus, damit das Gewicht der Haare, wenn man so kopfüber hängt, nicht so schwer ist. Und nehme dann immer ein bisschen von dem Peeling auf die Fingerspitzen und massiere es vom Haaransatz beginnend ein. Das mache ich rundherum, am ganzen Haaransatz, ausgehend von der Stirn, über den Ohren und natürlich auch im Nacken. Lasst euch Zeit und genießt es, euch eine richtig schöne Kopfmassage dabei zu geben, die durch das Peeling noch ein bisschen verstärkt wird im Effekt. Das regt die Durchblutung an, das fördert wiederum eine gesunde Kopfhaut und die ist extrem wichtig für gesundes, nachwachsendes Haar. Seid dabei sanft zu euren Haaren und zu eurer Kopfhaut. Der Zeitraffer lässt es hier etwas ruppiger wirken, als es tatsächlich ist. Das Ganze ist wie jede Wäsche eine mechanische Belastung für eure Haare. Und die wollen wir, um das Haar gesund zu halten, ja doch trotz allem, so weit wie möglich reduzieren. Darum trage ich ja meine Haare tagsüber auch in einem Zopf oder sogar noch in einem Dutt, um zu verhindern, dass sie über meine Klamotten reiben und irgendwo eingeklemmt werden. Drum bin ich vorsichtig beim Kämmen der Haare und versuche auch hier nicht zu grob zu sein. Mechanische Belastung beschädigt das Haar und das kann man durch kein Silikon und durch kein Pflegeprodukt der Welt mehr wettmachen. Ich lasse das Peeling nach dem Auftragen nicht einwirken, sondern wasche es sofort gründlich mit viel Wasser wieder aus. Anschließend könnt ihr eure Haare ganz normal, so wie gewohnt waschen, zum Beispiel so wie, ich, mit Shampoo für den Ansatz und Spülung für die Längen.
Ich schamponiere meine Haare von Haus aus zweimal beim Waschen, um sie richtig sauber zu bekommen. Das müsst ihr natürlich nicht machen, aber weil Öl im Peeling enthalten war, würde ich es euch in dem Fall echt ans Herz legen. Ich will ja nicht, dass ihr nach dem Waschen noch fettige Haare habt. Drum lieber auf Nummer sicher gehen. Wenn ich sämtliche Produktrückstände aus dem Haar ausgespült habe, dabei bin ich echt immer gründlich, nutze viel Wasser und lasse mir Zeit, dann drücke ich die Haare vorsichtig, zuerst mit den Fingern und dann mit einem Handtuch von oben nach unten aus. In eben dieses Handtuch packe ich die Haare dann ein, in einen Turban und lasse sie antrocknen. Kleiner Tipp zum Trocknen von mir: Da das erste Handtuch meistens ziemlich schnell nass ist, wechsle ich dann auf ein zweites. Dafür liebe ich mein Mikrofasertuch, weil es groß und trotzdem leicht ist, somit alle meine Haare reinpassen und es sie auch noch gefühlt ein bisschen schneller trocknet als ein Frottetuch. Nach dem Handtuch lasse ich meine Haare vorwiegend Luft trocknen. Ich kämme aber auch schon sehr, sehr vorsichtig die nassen bzw. leicht angetrockneten Haare. Nass kämmen mag nicht jedes Haar, seid vorsichtig. Aber spätestens, wenn sie trocken sind, solltet ihr sie vorsichtig kämmen und das schöne seidige Ergebnis genießen. Wer noch neu hier ist, dem würde ich ganz dringend meine anderen Haarkur-Rezepte ans Herz legen. Denn ich kaufe eigentlich nie eine fertig, sondern mische mir immer was zusammen aus den Produkten, die ich sowieso schon im Haus habe. Ich hoffe also, dass wir uns bei einem anderen Video oder auf Instagram oder sonst wo bald mal wiedersehen. Bis dahin, viel Spaß!